Du stehst im Jahr 1000 nach Christus in der Rhein-Ahr-Eifel-Region und beobachtest, wie ein Schmied das erste Wellenrandhufeisen der Geschichte formt. 3 Ausbuchtungen für Nagellöcher, eine U-Form aus hartem Eisen. Dieses unscheinbare Stück Metall wird in den nächsten 200 Jahren Europa fundamental verändern. Ohne es keine Ritter, keine Burgen, keine mittelalterliche Kriegsführung. Denn im 11. Jahrhundert explodiert der Burgenbau und mit ihm ein Problem, das niemand vorhersah. Pferde in Stallhaltung entwickeln Hufschäden, ihre Hufe wachsen schneller, als sie sich abnutzen. Das Hufeisen wird zur Überlebensfrage einer ganzen Zivilisation. Was genau macht diese Metallkurve so revolutionär? Willkommen beim Kern der Dinge. Um die Antwort zu finden, muss man weit zurückgehen. Bereits um 3000 v. Chr. beherrschten ägyptische Schmiede in Theben und Memphis die Bearbeitung harter Eisenmetalle, lange bevor irgendjemand auf die Idee kam, dieses Wissen unter die Hufe eines Pferdes zu nageln. Die technologische Grundlage existierte also seit Jahrtausenden, aber sie blieb ungenutzt. Die Römer, eigentlich Meister der Ingenieurskunst, scheiterten an genau dieser Aufgabe. Ihre Lösung hieß Hipposandale, ein Bronzeschuh, der mit Lederriemen um den Pferdefuß geschnürt wurde. Manche Modelle der wohlhabenden Reiter waren sogar mit Goldverzierungen versehen. Aber es gab ein Problem. Die Riemen rieben bei jedem Schritt an den empfindlichen Sehnen über dem Huf, und nach wenigen Stunden Marsch entwickelten die Tiere blutige Scheuerwunden. Auf langen Feldzügen brachen römische Kavallerieeinheiten regelmäßig zusammen, weil ihre Pferde lahmten. Die Frage stand seit Jahrhunderten im Raum: Wie schützt man Pferdehufe dauerhaft, schmerzfrei und im Alltag tauglich? Wer löste dieses Rätsel endlich? Die Antwort kam nicht aus Rom, sondern aus dem Norden. Die Kelten, jene Stämme, die zwischen Donau und Rhein lebten, experimentierten im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. mit einer radikal neuen Idee. Ein flaches Eisenband, direkt durch die nervenfreie Hornschicht des Hufes mit Nägeln befestigt. Der Hortfund von Neupotz, geborgen aus dem Rhein in der Pfalz, gilt heute als eines der wichtigsten Indizien für diese spätkeltische Technologie. Die Römer, pragmatisch wie immer, übernahmen die Innovation, ohne sie weiterzuentwickeln. Über Jahrhunderte verschwand das Wissen wieder, tauchte in Bruchstücken im orientalischen Raum ab dem 6. Jahrhundert nach Christus wieder auf, wo Reiter im byzantinischen und arabischen Kulturkreis genagelte Varianten verwendeten. Die moderne U-Form aber, jenes geschwungene Stück Metall, das wir heute kennen, entstand weder bei Kelten noch bei Römern. Sie ist eine Erfindung des europäischen Mittelalters. Das erste zeitlich klar einordnbare Wellenrandhufeisen wurde in der Rhein-Ahr-Eifel-Region geborgen und auf etwa 1000 nach Christus datiert. 3 Ausbuchtungen am Außenrand, in denen die Nagellöcher saßen, gaben ihm seinen Namen. Die archäologischen Funde dieser Region zeigen einen erstaunlichen Variantenreichtum. Schmale Eisen für Reitpferde, breite für Zugtiere, kleine sogenannte Hunneneisen, die lange fälschlich als mongolische Erfindung galten, in Wirklichkeit aber europäische Anpassungen für kleinere Pferderassen waren. Diese Vielfalt deutet auf eine massive Nachfrage hin, die plötzlich entstanden sein musste. Schmiedewerkstätten in Mayenne und Andernach entwickelten dabei unterschiedliche Nagelformen, manche mit vierkantigem Schaft, andere mit konischem Kopf für besseren Halt im weichen Hufhorn. Aber was löste den explosionsartigen Bedarf aus, der das Hufeisen vom Spezialwerkzeug zum Massenprodukt machte? Der Auslöser war Stein, nicht Pferd. Im 11. Jahrhundert begann in Mitteleuropa eine Bauwelle, die alles vorher Dagewesene in den Schatten stellte: der Burgenbau. Allein im Heiligen Römischen Reich entstanden zwischen 1050 und 1150 mehrere tausend Burganlagen. Mit den Burgen kam etwas Neues: die dauerhafte Stallhaltung von Pferden. Bis dahin lebten die meisten Pferde halb wild auf Weiden, ihre Hufe nutzten sich auf hartem, abwechslungsreichem Untergrund natürlich ab. In der Stallbox aber, auf weichem Stroh und Mist, geschah etwas Unvorhergesehenes. Die Hornschicht wuchs ungebremst weiter, während sich der Huf nicht abnutzte. Innerhalb weniger Monate begannen die Hufe regelrecht auseinanderzufallen, sich zu spalten, sich zu verformen. Burgherren standen plötzlich vor einem existenziellen Problem. Ihre teuren Schlachtrösser, oft so wertvoll wie ein ganzes Dorf, wurden in den eigenen Ställen lahm. Hervor wurde das Hufeisen zur ökonomischen Notwendigkeit. Die Nachfrage explodierte, Schmiedewerkstätten in Burgnähe spezialisierten sich und die Technik verfeinerte sich rasant über das gesamte 12. und 13. Jahrhundert. Ein eindrückliches Zeugnis dieser Entwicklung steht bis heute in Bayern: die Reiterstatue im Bamberger Dom, geschaffen um 1235. Wer genau hinsieht, erkennt unter den Hufen des steinernen Pferdes klar gearbeitete Wellenrandeisen,
mit 3 Ausbuchtungen für die Nagellöcher. Ein anonymer Bildhauer hielt damit nicht nur einen idealisierten Herrscher fest, sondern dokumentierte unbewusst den technischen Standard seiner Zeit. Das Hufeisen war im 13. Jahrhundert so selbstverständlich geworden, dass es seinen Weg in die Sakralkunst fand. Zeitgenössische Chroniken aus Klöstern wie Eberbach im Rheingau verzeichneten bereits regelmäßige Ausgaben für Hufbeschlag und Schmiedearbeiten. Aber wie wurde aus dieser Schmiedekunst irgendwann Massenware? Die Form, die wir heute kennen, kristallisierte sich um 1725 heraus. Das sogenannte Stempeleisen mit Zehenkappe wurde zum europäischen Standard. Ein verstärkter Bereich vorn am Huf, der die Hauptbelastung beim Abrollen aufnahm, dazu maschinell vorgestanzte Nagellöcher, die eine präzisere Befestigung ermöglichten. Der Name verrät die Methode. Mit einem Stempel wurden die Löcher in das glühende Eisen geschlagen, bei rund 1200 Grad Celsius im Schmiedefeuer. Bis 1930 blieb dieses Verfahren reine Handarbeit. In jedem Dorf der Dachregion, von der Eifel bis ins Tiroler Inntal, gab es einen Hufschmied, der mit Hammer, Amboss und Esse arbeitete. Seine Werkstatt war Treffpunkt, Reparaturzentrum und sozialer Knotenpunkt zugleich. Bauern brachten ihre Ackergäule, Postkutscher ihre Zugpferde, Offiziere ihre Reitpferde. Aber der Schmied beschränkte sich nicht auf Pferde. Er fertigte auch Klaueneisen für Rinder, schmale Metallplatten, die kranke Klauen entlasten sollten, ein wenig bekannter, aber wirtschaftlich wichtiger Nebenzweig des Berufes. Ein erfahrener Hufschmied benötigte für ein einzelnes Eisen rund 30 Minuten reiner Schmiedearbeit, ein vollständiger Beschlag dauerte über eine Stunde. Zuvor war jedes Hufeisen ein individuelles Werkstück, angepasst an Huf, Tier und Verwendungszweck. Um 1930 endete diese Ära abrupt. Industrielle Stanzpressen in Werken in Westfalen und im Ruhrgebiet konnten innerhalb einer Sekunde fertige Rohlinge produzieren, in standardisierten Größen, zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten. Was 200 Jahre lang die Identität eines ganzen Berufsstandes definiert hatte, wurde innerhalb weniger Jahre zur austauschbaren Massenware. Doch parallel zu dieser nüchternen technischen Geschichte lief eine zweite Geschichte mit. Eine, die mit Magie zu tun hat. Im 2. Jahrhundert nach Christus wussten die wenigsten Menschen, dass die Hornschicht eines Pferdehufes keinerlei Nerven enthält. Wenn sie sahen, wie ein Schmied glühendes Eisen, immerhin mehrere 100 Grad heiß, gegen den Huf eines Tieres drückte, ohne dass das Pferd auch nur zuckte, konnte das nur eine Erklärung haben: Magie. Aus dieser Beobachtung wuchs ein ganzes Geflecht von Aberglauben. Im England des 10. Jahrhunderts soll der heilige Dunstan, ein Schmied und späterer Erzbischof von Canterbury, dem Teufel persönlich ein Hufeisen angelegt haben. Der Teufel habe so geschrien, dass er versprach, jedes Haus zu meiden, an dessen Tür ein Hufeisen hängt. Zuvor findet man bis heute Hufeisen über Bauernhoftüren in Bayern, Hessen und Schwaben. Aber die Tradition hatte auch eine düstere Seite. In ländlichen Regionen Deutschlands wurden Hufeisen noch im 17. und 18. Jahrhundert auf die Särge mutmaßlicher Hexen gelegt, um deren Auferstehung zu verhindern. Das Hufeisen war Werkzeug und Talisman zugleich. Was bleibt, ist eine eigentümliche Erkenntnis. Eine simple, geschwungene Metallkurve, geschmiedet von einem namenlosen Handwerker im Rheinland um das Jahr 1000, hat den Lauf der europäischen Geschichte tiefer geprägt als die meisten Erfindungen, die in Schulbüchern stehen. Ohne Hufeisen kein berittenes Rittertum, das vom 12. bis 15. Jahrhundert die soziale Ordnung Europas definierte. Ohne Hufeisen kein effizienter Fernhandel über die Alpenpässe. Ohne Hufeisen eine völlig andere Kriegsführung, eine andere Logistik, eine andere Welt. Wenn du das nächste Mal ein Hufeisen über einer Tür siehst, denk daran, du blickst nicht auf einen Glücksbringer. Du blickst auf eine der unterschätztesten Technologien der Menschheitsgeschichte und auf die Spur einer Geschichte, die tiefer reicht, als du ahnen würdest.